Wir waren jetzt 10 Tage auf dem Camping Bahia Mazarrón und wollen von hier aus unsere Rückreise nach Deutschland antreten bzw. starten. Einer der ersten Etappenplätze wird in der Nähe von Castellón sein. Dort gibt es einen neuen Stellplatz, den werde ich in diesem Video vorstellen. Herzlich willkommen dazu! Wir haben eine Woche vor Ostern den Camping Mar Azul in Palermo verlassen und sind dann die 200 Kilometer weiter oder Richtung Heimat gefahren, und zwar zum Camping Bahia Mazarrón. Ohne Reservierung haben wir hier dann einen Platz bekommen. Dieser Campingplatz ist ja noch nicht fertiggestellt, deshalb gibt es bei mir hier nur kurze Informationen zu diesem Platz. Wenn er mal ganz fertiggestellt ist, dann werde ich ausführlich über diesen Platz berichten. Da die Nachfrage nach freien Plätzen hier in der Region sehr groß ist, hat man sich kurz entschlossen, hier den Platz zu eröffnen, ohne dass er ganz fertig ist. Aber die grundlegenden Dinge sind da: Toilette, Dusche, eine Fähr- und Entsorgung, Rezeption ist besetzt und noch einige Dinge mehr. Es gibt hier unterschiedliche Größen von Plätzen, zwischen 70 und 150 Quadratmeter die einzelnen Parzellen. Gerade für große Mobile ist es hier ein interessanter Platz. Der Platz wird im Mai geschlossen, damit die Arbeiten zu Ende ausgeführt werden können hier auf dem Campingplatz. Der Platz ist Anfang April immer noch gut besucht, aber es gibt auch viele freie Plätze. Ich bin froh darüber, dass der Platz spontan eröffnet wurde. Ich glaube, im Dezember war es, denn viele hätten gar nicht gewusst, wohin, wenn sie hier nicht Platz gefunden hätten. Eine Bewertung sollte man, denke ich, erst abgeben, wenn der Platz vollständig fertiggestellt ist. Wir haben hier eine Premium-Parzelle mit 8 x 12 Metern. Wir zahlen dafür 18 € pro Tag inklusive 5 Kilowattstunden Strom. Nach 10 Tagen haben wir den Platz dann verlassen und beginnen mit unserer Rückreise. Es ist der 6. April, der Ostermontag. Wir haben geplant, immer Routen zu fahren zwischen 250 und 350 Kilometer pro Tag. Unsere erste Etappe hier vom Bahia geht nach Denia zum Stellplatz am Hafen. Dort waren wir noch nicht, den wollen wir uns ansehen und mal schauen, wie es dort so aussieht. Hier sehen wir die große Fläche, die noch bearbeitet wird oder bearbeitet wurde, auch schon für die neuen oder weiteren Stellplätze, die noch erstellt werden sollen. Jetzt fahren wir vorbei hier an der Entsorgung, End- und Versorgung. 3 Buchten gibt es hier zum End- und Versorgen. Bei gutem Wetter verlassen wir jetzt den Camping Bahia Mazarrón, fahren jetzt in Richtung Mazarrón und hier gibt es die Repsol-Tankstelle. Hier tanken wir AdBlue. Hier kann man AdBlue tanken, hier kann man seinen Gastank füllen und man kann auch die Gasflasche, die Repsol-Flasche tauschen hier. Danach geht es dann Richtung Autobahn und zwar Richtung Denia. Dort wollen wir ja zu einem Stellplatz am Hafen. Den haben wir in verschiedenen Apps gefunden. Ist wohl mehr oder weniger ein einfacher Parkplatz. Jetzt fahren wir durch die Stadt Denia in Richtung Hafen. Ich bin nicht ganz sicher, ob es den Ostermontag hier in Spanien auch überall gibt, weiß ich nicht genau, aber hier in der Stadt ist noch richtig gut Betrieb. Also ich gehe davon aus, dass hier noch der Feiertag irgendwie genutzt wird. Jetzt sind wir im Hafen hier angekommen. Jetzt auf der rechten Seite sehen wir ein Parkplatzschild. Hier muss auch wohl die Einfahrt sein. Genau konnte ich das jetzt nicht erkennen, da hinter dem Transporter. Die erschien mir auch ein bisschen eng, die Zufahrt. So haben wir uns entschieden, weiterzufahren und nicht dort reinzufahren. Ich habe später mit einem Camper gesprochen, der hatte mir gesagt, er ist da mit einem 9 Meter langen Wohnmobil reingefahren, also muss es gehen, würden wir da auch reinkommen. Aber gut, das ist manchmal alles schwer so spontan dann zu entscheiden, so sind wir einfach weitergefahren.
Jetzt sehen wir hier auf der rechten Seite die Wohnmobile stehen. Man hat von hier aus einen Blick aufs Meer, vielleicht nicht schlecht, aber ich habe keine weitere Einfahrt gefunden. Das heißt also, man hätte da rein müssen wahrscheinlich, um den Platz zu nutzen. Wir sind dann umgedreht, am Hafen konnte man gut wenden und fahren jetzt wieder zurück und sehen jetzt nochmal auf der linken Seite die Wohnmobile stehen. Wir hatten schon vorher überlegt, falls das hier nichts ist mit dem Stellplatz, dass wir dann weiterfahren. Und zwar haben wir dann geplant, nach Castellón zu fahren. Das sind natürlich nochmal 200 Kilometer weiter, aber kein Problem, denn es ist noch früher Vormittag, sodass wir da ohne weiteres hinfahren können. Natürlich hätten wir auch einen anderen Stellplatz in der Nähe von denen ja hier nutzen können, aber wir wollten gerne was Neues sehen. Hier kennen wir schon einige. So sind wir weitergefahren Richtung Castellón. Dort gibt es einen neuen Stellplatz, der erst im März eröffnet hat. Das schien uns interessant zu sein und er liegt auch fast direkt am Meer, jedenfalls so auf der Karte zu sehen, und das schauen wir uns jetzt mal an. Wir sind von der Autobahn Richtung Meer gefahren und sind jetzt außerhalb von Castellón, fahren jetzt parallel zum Meer hier auf dieser Straße. Man sieht, auch hier ist noch richtig Betrieb, viele parkende PKWs und gleich hier auf der linken Seite kommt der Stellplatz. Das kann ich gleich vorausschicken, hier dieser Platz liegt direkt an der Straße. Jetzt ist allerdings Ostern und sehr viel Verkehr. Das war am nächsten Tag anders und in der Nacht war es ganz ruhig. Man kann diesen Platz buchen vorher oder noch reservieren und auch gleich bezahlen, und zwar mit einer App. Die App heißt TripStop und ist kostenlos, hat aber nur Plätze von Spanien auf der Karte. Die Schranke hatte sich jetzt automatisch geöffnet, ohne dass wir was gemacht haben. Und dann kam ein junger Mann, der hat uns eingewiesen und der hat uns dann in Englisch alles erklärt. Und wir konnten dann auch die Platzgebühr von 10 € direkt bei ihm bezahlen. Wer Strom braucht, der muss die Plätze auf der rechten Seite hier nutzen. Dort gibt es Steckdosen, kostet pauschal 4 € pro Tag. Vorne an der Einfahrt findet man einen Container, dort ist die Rezeption untergebracht, dort gibt es auch Informationen und dort findet man auch zu gewissen Zeiten den jungen Mann. Hier findet man auch den QR-Code für die App TripStop, kann man sich dann runterladen und dann alles über die App regeln. Wenn jetzt keiner da ist, dann geht das auch mit der App. Die Rezeption ist besetzt von 11:30 Uhr bis 14:30 Uhr und von 16 bis 18 Uhr. Es gibt hier insgesamt 93 Plätze und ich sehe gerade, hier steht Strom 5 €. Gut, vielleicht habe ich mich da vorhin vertan, weiß ich jetzt im Moment nicht genau. Ich war der Meinung 4 €. Aber okay, so ist es. Wir haben einen Platz zugewiesen bekommen. Die einzelnen Platznummern stehen vorne auf dem Beton, sodass man sie leicht finden kann. In der App steht drin, dass man maximal 48 Stunden hier stehen darf. Das wurde aber wohl nicht so ernst genommen hier. Mir haben andere Camper gesagt, sie haben hier einige Tage gestanden, war kein Problem. In der App ist auch angegeben eine maximale Länge von Wohnmobilen bis zu 8 Metern. Wir sind 8,25 Meter, hatten keine Probleme. Ich denke auch 8,50 Meter gehen auch noch. An diesem Ostermontag waren viele Plätze frei, was mich etwas verwundert hat. Das hat sich aber am nächsten Tag geändert. Dann hat sich der Platz gut gefüllt, waren nur noch wenige freie Plätze. Dieser Platz, das ist mir vollkommen klar, wird nicht für jeden was sein, denn hier auf Beton zu stehen und direkt an der Straße, das mag nicht jeder. Aber dieser Platz hat auch eben seinen großen Vorteil. Er ist direkt am Meer und direkt am Strand und wir werden gleich sehen, wie schön es dort ist. Die Breite der Plätze würde ich schätzen zwischen 5 und 6 Meter. Wenn der Platz nicht voll belegt ist und jeder zweite Platz frei ist, hat man auch aus der zweiten Reihe noch einen Blick aufs Meer und kann dort die vorbeifahrenden Schiffe sehen. Hier auf der linken Seite sieht man ein kleines Gebäude, dort ist die Toilette drin, daneben gibt es Abwaschmöglichkeiten und dann haben wir hier noch eine Außendusche. Es soll Duschen hier geben oder eine Dusche geben, wir haben nur diese hier gefunden, die natürlich nur mit kaltem Wasser betrieben wird. Von den Toiletten gibt es 2 auf dem Platz. Das gesamte Gelände ist eingezäunt, aber es gibt zwischendurch immer mal ein Tor, sodass man keinen Wanderweg machen muss, um ans Meer zu kommen.
Man geht dann hier über die Straße und ist dann sofort am Strand. Die Straße, die wir hier überqueren, die geht auf der einen Seite nach Beni Kassim, das sind etwa zwischen 5 bis 8 Kilometer, und zur rechten Seite hin geht die Straße nach Castellón, das sind 2-3 Kilometer. Ein schöner neuer Fahrradweg führt in beide Richtungen. Jetzt haben wir den Blick hier auf den Strand und wir sehen hier vorne rechts gleich eine Strandbar. Interessant, war auch gut besucht, die Bar. Das ist schon Sommerfeeling pur hier, sehr schöner Strand. Schon einiges los hier, einige schon im Wasser und schwimmen hier im Meer. Das war uns natürlich noch etwas zu frisch. Ist natürlich schön, wenn man vor der Haustür so einen Strand hat. Gerade wenn jetzt noch das wärmer wird und Badewetter kommt, dann wäre das hier natürlich eine tolle Geschichte. Einer wartet, wenn man dort steht. Aus Leidenschaft unterwegs, ganz ohne Stress. Meer oder Strand, wir nehmen's, wie es kommt. Filme, Fotos, Videos aus seinem Hobby gemacht. Und Rita ist immer dabei, seit all den Jahren. Bei Tag und bei Nacht. Man sitzt zusammen, ein Bier in der Hand, Gespräche unter Campern irgendwo am Rand. Erfahrungen tauschen, zuhören, verstehen. Jeder hat Geschichten, man muss sie nur gehen. Das hatte ich am Anfang ja schon gesagt, es ist Ostermontag, deshalb ist hier etwas mehr Betrieb. Am nächsten Tag war es dort sehr ruhig. Jetzt zurück wieder zum Stellplatz. Er hat 4 Buchten zum Entsorgen, also Stationen, wo man mit dem Mobil drauf fahren kann und entsorgen kann und auch Wasser tanken kann. Bei der Anzahl der Plätze ist schon wichtig, dass mehrere Stationen da sind, sonst gibt es immer Warteschlangen. Nächster Morgen, wir haben hier gut und ruhig geschlafen, kein Problem. Es war kaum Verkehr auf der Straße und es gibt jetzt auch noch mehr freie Plätze. Wir haben uns auf den Weg gemacht mit den Fahrrädern und zwar geht es für uns Richtung Beni Kassim. Es sind einige Kilometer bis dorthin, aber wie ich schon gezeigt habe, gibt es hier einen schönen Fahrradweg, den man dafür nutzen kann. Und man fährt immer parallel zum Meer, also hat immer vom Fahrradfahren her einen Blick aufs Meer. Beni Kassim ist ein Ferienziel, hat einen 6 Kilometer langen Strand und 40.000 Einwohner. Hier in Beni Kassim gibt es auch mehrere Campingplätze, unter anderem den Montera Park, den kennen wir, dort waren wir auch schon. Wer also keinen Stellplatz mag, der kann hier auch gerne auf einen Campingplatz gehen. Man kann hier ohne weiteres noch mit dem Fahrrad weiterfahren und zwar in Richtung Oropesa. Dort gibt es auch einen schönen Radweg hin, gibt auch eine ehemalige Bahnlinie, ein Via Verde, den man gut befahren kann. Also hier hat man viele Möglichkeiten mit dem Fahrrad zu fahren. Zurück zum Campingplatz. Hinter den Stellplätzen geht ein betonierter Weg entlang. Dort kann man auch Tisch und Stühle hinstellen. Das haben wir zumindest gemacht, andere auch. Und wir haben dort gesessen und zu Abend gegessen. Einige längere Wohnmobile stehen mit ihrem Heck so ein bisschen rüber über diese Fläche. Das scheint aber kein Problem zu sein. Es grenzt direkt an den Stellplatz eine große Fläche. Dort gibt es eine Lande- und Startbahn für Sportflugzeuge. Da hört man hin und wieder das Landen und Starten, ist aber für uns kein Problem gewesen, war auch nicht sehr häufig. Wir hatten sehr angenehme Temperaturen, um 25 Grad, so konnten wir auch am Abend noch draußen sitzen und essen. Für uns war dieser Platz okay, 2-3 Tage kann man es hier immer aushalten, oder wir zumindest. Preis-Leistung passt auch mit 10 Euro pro Tag, voll in Ordnung. Und wir können hier schön mit dem Fahrrad fahren, man kann an den Strand gehen, das hat uns alles gut gefallen. Auch die End- und Versorgung ist großzügig, aber, und das fehlt häufiger, gibt es keinen speziellen Einlass für Fäkalien. Das heißt, hier ist zum Beispiel ein Gitter und ich nehme dann in so einem Fall das Gitter hoch, wenn möglich, und entsorge dann mit dem Schlauch die Fäkalien direkt da rein in den Abfluss.
Nach dem End- und Versorgen ging es für uns dann weiter in Richtung Heimat, aber nur ein kleines Stück. Und zwar ist unser nächstes Ziel der Spätzle Fritz. Da gibt es ja was Neues zu berichten und deshalb fahre ich gerne dorthin, um dort einiges zu erfahren, wie es dort jetzt so ist. Das soll es mal wieder gewesen sein. Wie immer sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Würde mich freuen über einen Daumen nach oben. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dürft ihr ihn gerne abonnieren. Ansonsten sage ich wieder Bye bye, bis zum nächsten Mal.